In diesem Video werde ich einen möglichen Zusammenhang des UFO-Phänomens mit unserem Bewusstsein und paranormalen Ereignissen diskutieren. Viele Aspekte des Phänomens bleiben auch mit den herkömmlichen Hypothesen oftmals rätselhaft. Bei der Vielzahl an heterogenen Sichtungen wirken einige Erklärungsmuster gänzlich unbefriedigend. Ähnliches gilt für paranormale Phänomene und kryptische Sichtungen. Die bisherige Forschung scheint dabei an ihre Grenzen zu kommen und befindet sich an manchen Ecken in einer Sackgasse. Auch unkonventionelle Wege müssen gegangen werden. Ich möchte daher Experten aus diversen Bereichen wie etwa der Ufologie, Bewusstseinsforschung und Parapsychologie zu Wort kommen lassen. Auch wenn diese nicht immer in einer direkten Verbindung zueinander stehen, erhoffe ich mir durch diese fachbereichsübergreifende Perspektive das UFO-Phänomen in einem breiteren Rahmen betrachten zu können. Damit wir in diesen komplexen Überlegungen nicht durcheinander kommen, betrachten wir einzelne Zusammenhänge und versuchen diese am Ende in ein größeres Bild einzuordnen. Sehen wir uns also zunächst die Verbindung von UFOs zu dem Paranormalen an. Diese wird sehr deutlich an dem berühmten Fall der sogenannten Skinwalker Ranch, einer abgelegenen Farm im US-Bundesstaat Utah. Die Skinwalker Ranch ist bekannt für die hier bereits seit 50 Jahren regelmäßig auftretenden UFO-Sichtungen und paranormalen Ereignisse. Nachdem die Farm von dem Milliardär Robert Bigelow gekauft wurde, dem Gründer des Raumfahrtunternehmens Bigelow Aerospace, begann eine groß angelegte wissenschaftliche Untersuchung des Geländes. Das Phänomen ließ sich hierbei allerdings nur schwer fassen, was eine herkömmliche wissenschaftliche Analyse erschwerte. Die Reichweite der observierten Phänomene reichte von UFO-Sichtungen, Kornkreisen und Tierverstümmelungen bis hin zu Poltergeistaktivität und augenscheinlich unsichtbaren Objekten, die von gefährlichen Magnetfeldern umgeben waren. Es kam darüber hinaus zu Sichtungen von übernatürlich großen Tieren, die auch von Gewehrkugeln nicht gestoppt werden konnten. Das Phänomen bzw. die Phänomene waren den Forschern immer einen Schritt voraus. Vorfälle passierten plötzlich und wiederholten sich nie in derselben Form. Die Skinwalker Ranch ist ein Paradebeispiel für das Zusammenwirken paranormaler Ereignisse mit dem UFO-Phänomen. Die Unvorhersehbarkeit, Zufälligkeit und Heterogenität, gepaart mit einer gewissen Absurdität, kennzeichnen beide Mysterien. Es gibt zu den Untersuchungen der Farm ein Buch namens The Hunt for Skinwalker und einen sehr interessanten englischen Vortrag des US-Journalisten George Knapp. Einen Link dazu werde ich in der Beschreibung lassen. Der ehemalige US-Army-Colonel, Wissenschaftler und Ufologe John B. Alexander war eine Zeit lang auf der Farm und untersuchte das Phänomen. Auch er geht von einer Verbindung zwischen UFOs und dem Paranormalen aus. I understand it. You now believe that if we're going to understand the UFO phenomenon, we have to look at it in this wider context, including interspecies communication, shamanism, higher states of consciousness, and so on. Right. Remote viewing. I did a lot of work with near-death studies. I was once the president of the International Association for Near-Death Studies. And it is my premise that somehow all of these phenomena are connected. One of the problems in looking at it is we tend to stovepipe. And I think in doing that, you cut off a lot of the information that would be helpful in understanding a theoretical basis, which does not exist at this point. By using the term stovepipe, I think you mean trying to see it as a single discipline rather than an interdisciplinary approach. Very much so. And you look at near-death experience, poltergeist, remote viewing, UFOs, and they cut off access of the information in between. And I think that's a mistake. Paranormale Phänomene werden immer wieder im Zusammenhang mit UFO-Sichtungen und Nahbegegnungen dokumentiert. Dabei muss es nicht zwangsläufig zu gewaltig anmaßenden Ereignissen wie Poltergeistaktivitäten kommen. Es kann sich auch um subtilere und persönliche paranormale Ereignisse handeln, wie etwa Präkognition, Levitation und telekinetische Fähigkeiten, die während oder nach Nahbegegnungen mit UFOs von einigen Zeugen berichtet wurden. Ein weiterer bekannter Fall ist der des sogenannten Dr. X,
der seinen Namen nicht öffentlich machen wollte, aus dem Jahre 1968 in Frankreich, der nach einer UFO-Nahbegegnung immer wieder paranormale Erlebnisse hatte. Gegenstände in seinem Haus tauchten an anderen Orten auf, ohne dass sie jemand bewegt hatte. Die Elektronik in seinem Haus spielte des Öfteren verrückt, ohne dass eine Erklärung dafür gefunden werden konnte. Dr. X berichtete zudem von spontaner Levitation und hellseherischen Momenten, also alles Phänomene, die wir typischerweise dem Paranormalen zuordnen würden. In diesem Fall löste allerdings die UFO-Nahbegegnung die Kette von Ereignissen aus. Eine kurze Dokumentation zu diesem Fall werde ich auch in der Beschreibung verlinken. Welche Erklärungen können wir aber nun für diese paranormalen Phänomene geben? Gibt es Verbindungen zu anderen Phänomenen? Und in welchem Zusammenhang stehen sie mit uns Menschen? Wie in der Ufologie gibt es auch hier unzählige Theorien. Ein sehr interessanter und pragmatischer Erklärungsansatz für einige paranormale Phänomene, den ich hier nicht unbeachtet lassen möchte, bietet uns der deutsche Parapsychologe und Physiker Dr. Walter von Lucadou. Nach seiner Ansicht wirken bei paranormalen Ereignissen keine unbekannten Kräfte, sondern vielmehr makroskopische Prozesse, die der quantenmechanischen Verschränkung ähneln und stark mit unserer Psychologie verbunden sind. Zu dem Phänomen der Wahrträume, also Präkognition, welche auch des Öfteren von UFO-Zeugen berichtet wurde, sagt er Folgendes. Wie erklären Sie sich denn, dass es sowas gibt wie Wahrträume? Also das ist wirklich so eine der schwierigsten Fragen, die es überhaupt gibt in der Wissenschaft zurzeit. Viele Leute denken ja, Spuk oder Telepathie, das sei das Schwierigere, aber das stimmt gar nicht. Die Wahrträume sind das Schwierigste. Warum wir das nicht so merken, ist, weil ja viele Leute noch so die Vorstellung im Kopf haben, dass die Welt sowas wie so ein riesiges aufgezogenes Uhrwerk ist, was so deterministisch abläuft. Also alles nacheinander folgt, Ursache, Wirkung, und dass es keine Freiheit gibt da drin. Aber wir wissen heute in der Wissenschaft, vor allem aus der Quantenphysik, dass die Welt eben nicht deterministisch abläuft. Dass wir, auch das Wetter ist nicht vollkommen deterministisch. Nach dem 10. Tag ist keine Voraussage mehr möglich. Und das bedeutet, dass über längeren Zeitraum jemand nicht vorausrechnen kann oder irgendwie intuitiv vorauswissen kann, was kommen kann. Und deswegen ist das eine wirklich schwierige Frage. Also ich muss dazu sagen, wir haben natürlich so ein paar Ideen, wie das sein könnte. Ich will ein Schlagwort nennen, aber das wird die Leute eher erschrecken. Also wir sagen, diese Wahrträume sind keine richtige Information über die Zukunft, sondern sie sind nur Verschränkungskorrelationen, so heißt das Fachwort. Das heißt, es gibt ins Nachhinein betrachtet eine Übereinstimmung zwischen einem gegenwärtigen Traum und einem zukünftigen Ereignis. Aber die Übereinstimmung kann man erst hinterher feststellen. Aber sie ist nicht zufällig, sondern sie ist ganz präzise, manchmal fast fotografisch genau. Und das macht das Verwirrende an dem Ding aus. Verschränkungskorrelationen haben aber die Eigenschaft, dass sie den Gesetzen der Physik nicht widersprechen. Also sie sind aber auch deswegen nicht so benutzbar. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich habe einen Wahrtraum, träume von den Lottozahlen und dann bin ich Millionär. Dann schreibe ich sie auf, genau. Ja, das wird natürlich immer gesagt, wenn es sowas gibt, warum sind die Leute nicht alle Lottomillionäre? Weil das ein anderes Phänomen ist. Aber es ist auch nicht damit getan, dass man sagt, das ist jetzt nur Zufall. Es ist eines der erstaunlichsten Phänomene, die es in der Welt überhaupt gibt, würde ich sagen. Des Weiteren erklärt von Lucadou Poltergeister und ähnliche Phänomene über eine komplexe Einbindung von Personen in ihre Umwelt. Psychologische Prozesse werden also bei diesen paranormalen Ereignissen außerhalb des eigenen Körpers verarbeitet. Es kommt zu einer Verschränkung mit der Person und seiner Umwelt. Vielleicht stecken diese paranormalen Phänomene also letztlich in uns selbst und werden durch UFO-Nahbegegnungen in einem komplexen parapsychologischen Prozess erst ausgelöst. Nachdem wir uns nun mit dem Paranormalen auseinandergesetzt haben, möchte ich im folgenden Kapitel das Thema Bewusstsein behandeln. Genauer gesagt das menschliche Unser-Bewusstsein. Die Funktionsweisen und Hintergründe unseres Bewusstseins geben auch der heutigen Forschung noch große Rätsel auf. Dr. Roger Nelson ist der Leiter des sogenannten Globalen Bewusstseinsprojekts, einer Studie, in der durch Experimente mit Zufallsgeneratoren die Wirkung von Bewusstsein untersucht wird. Er ist davon überzeugt, dass unser Bewusstsein nicht nur auf unseren Kopf beschränkt ist, sondern auch mit unserer Umwelt agiert. Die verbreitete Ansicht heutzutage besagt, dass Gedanken und Bewusstsein auf unser Gehirn beschränkt sind. Was sind mögliche Konsequenzen aus den Ergebnissen Ihrer Arbeit für unser Weltbild und dafür, wie wir uns als Menschen sehen?
The work that we do is a little bit outside the mainstream. Maybe that's an understatement. Unsere Arbeit liegt ein wenig außerhalb der etablierten Wissenschaft, was vielleicht noch untertrieben ist. Andererseits ist diese Arbeit möglicherweise extrem wichtig, denn sie weist auf Tatsachen über das menschliche Bewusstsein hin, die mehr Beachtung finden sollten. Consciousness is just a kind of epiphenomenon. The brain is Namentlich glauben viele Leute, dass Bewusstsein nur ein Nebenprodukt des Gehirns ist. Andere Menschen glauben, es gäbe nur die physische Welt. Wenn es also so etwas wie Bewusstsein gibt, steckt es sicher im Gehirn, das in unseren Köpfen wabbelt. This work says that the answer to the question about consciousness being Unsere Arbeit gibt aber eine klare Antwort auf die Frage, ob Bewusstsein auf unseren Kopf beschränkt ist. Und die ist nein. Bewusstsein ist in der Welt präsent. Wäre es nicht so, würden diese Geräte immer nur zufällig reagieren. It would just go on being random. But because a person comes with intention, aber menschliche Intentionen führen eben zu einer Beeinflussung. Und das zeigt deutlich, dass unser Bewusstsein in die Welt hinausreicht. That shows rather clearly consciousness is extending out into the world. Nachdem wir im vorherigen Kapitel die Ideen von Dr. Walter von Lucadou zum Paranormalen gehört haben, kann ich einige Überschneidungen zu der Bewusstseinsforschung von Dr. Nelson sehen. In beiden Fällen wird von einem komplexeren Menschenbild ausgegangen, welches durch das Bewusstsein in Verbindung mit der Umwelt steht. Nelson geht zudem davon aus, dass es ein globales, verbundenes Bewusstsein gibt. Diese Überlegungen sind prinzipiell nichts komplett Neues. Einiges, was heute in den Bereich der Esoterik gerückt wird, hat seine Wurzeln in antiken Religionen und spirituellen Kreisen der vergangenen Jahrhunderte. Diese diskutierten schon früh die Möglichkeit mehrerer Bewusstseinsebenen und einer Realität hinter den materiellen Dingen. Für die Ufologie ist dies von daher interessant, weil es immer wieder zu Nahbegegnungen gekommen ist, bei denen UFOs auf gewisse Art und Weise mit dem Bewusstsein der Zeugen agierten. Sei dies durch die spontane Wahrnehmung des gesamten Kosmos, durch plötzlich auftretende Gefühle von Zusammenhalt und Liebe oder aber über paranormal wirkende Vorkommnisse wie Telepathie. Es gibt unzählige Berichte, wo diese und weitere Erfahrungen von Zeugen gemacht wurden. Viele Ufologen gehen heute davon aus, dass unser Bewusstsein eine große Rolle bei der Entschlüsselung des UFO-Phänomens spielt. Der Ufologe Grant Cameron ist der Meinung, dass unser Verständnis des Universums durch die Theorie eines universellen, alles umfassenden Bewusstseins verbessert werden kann. Er geht sogar davon aus, dass in der Komplexität des Bewusstseins ein Aspekt des interstellaren Reisens liegt. And it was the whole idea that consciousness, non-local consciousness, is the basis of the UFO phenomena. That until you get away from the physical idea of UFOs and get to the fact that whoever these beings are, that they can move from the dream world into the real world, that there's this non-local, non-physical aspect to the thing, or even more directly, that consciousness is the basis of the universe, not matter. Consciousness is the basis, and you do not have a particle take a position in time and space until you have an observer, until there's consciousness. Everything's consciousness, everything's conscious, everything. It's this oneness thing, which I say is so important, because if you believe that we're random physical particles in time and space, you're never going to get off this planet because you can't fly that distance. You can't carry that amount of food. And that's the scientific argument, is they can't get here from there. The distances are too big. But if you understand that one concept of oneness, entangled particles, all the quantum physics thing, that there may not be time and space, that everything is one, everything is connected. And if you make this connection, like entangled particles, where if you change the spin of this particle, the entangled particle on the other side of the universe will instantly change. That may be how it works. That if you understand everything's one, then you simply can change in your mind the location and you will move through time and space instantaneously. 54% of all experiencers will say they were talked to about oneness and love. They were talked about reincarnation, and what I would say in the end, based upon what I've done in the consciousness realm, talking to experiencers, is that the UFO phenomena, I will bet the farm, the UFO phenomenon is going to be a lot less physical than people think it is, and it's going to be a lot more spiritual, however you want to talk about it.
Wir sehen also, dass es gewisse Beziehungen von UFOs zu dem Paranormalen und unserem Bewusstsein gibt. Unabhängig von der wahren Natur des Phänomens scheint es mit unserem Innersten in Kontakt zu treten. Besonders interessant finde ich, wie oft in diesem Zusammenhang von der Quantenmechanik gesprochen wird. Möglicherweise liegt in diesem physikalischen Wissen der Schlüssel für die Entmystifizierung gewisser Phänomene. Die Zukunft wird also zeigen, wie fruchtbar diese Theorie für unser Anliegen noch sein kann. Ich denke nach wie vor, dass wir das UFO-Phänomen in einem breiteren Kontext betrachten müssen, unabhängig von Dogmen und Denkverboten. Dafür ist es am Ende zu komplex. Auch die Wissenschaft sollte einen ernsthafteren Blick auf das Ganze wagen. Vieles, was vor Jahrhunderten noch als Zauberei oder gar Hexerei bezeichnet wurde, sehen wir heute als normal an. Man muss sich gewisser Dinge aber erst annehmen, um sie aus dem Bereich der Mythen in den Bereich der seriösen Wissenschaft zu bringen. Dies wird die Aufgabe in den kommenden Jahren sein.